Manche Patienten klagen über das Gefühl eines Fremdkörpers im Beckenboden. Dieses kann durch eine Organsenkung verursacht sein. In diesem Video zeige ich dir 3 Übungen ohne Hilfsmittel, die du zu Hause machen kannst, um diesen Beschwerden zu behandeln. Mein Name ist Wisne Stief. Ich bin Physiotherapeutin, Osteopathin und Beckenbodenspezialistin. Dieses Gefühl vom Fremdkörper kommt, weil der Beckenboden auch als eine Hängematte funktioniert, die unseren inneren Organen alle in Ortenstelle halten. Das ist ein anatomisches Modell und zeigt die Lage der inneren Organe. Man müsste sich so vorstellen, von der Seite her, das ist die Blase, das ist die Gebärmutter und das ist das Dickdarm. Und hier wäre der Eingang von der Scheide. Was leider hier sehr klein dargestellt ist, ist die Beckenbodenmuskulatur. Und wie gesagt, die funktioniert wie eine Hängematte. Das wird ein bisschen deutlicher bei dem anderen Modell. Und hier sieht man ganz deutlich diese Hängematte. Eine Bindegewebsschwäche oder eine Schwäche der Muskulatur wird diese Beschwerden nur verstärken. Damit du die Organe wieder in richtige Stelle halten kannst, brauchst du die richtige Spannung für deinen Beckenboden. Übungen, die du in Umkehrhaltung machst, das heißt, wo das Becken höher ist als dein Rumpf, werden dafür sorgen, dass durch die Schwerkraft die inneren Organe wieder zurückgehalten werden. Und wenn du diesen dann noch zusätzlich mit dem Training von Beckenbodenmuskulatur machst, sind die noch effektiver. Und wir legen los mit der ersten Übung. Bei jedem Beckenbodentraining ist es wichtiger, die Assoziation von dem Bauchatmung und dem Beckenboden. Das heißt, wenn du einatmest, solltest du darauf achten, dass du dein Zwerchfell geht nach unten, der Bauch beugt sich vor und der Beckenboden entspannt sich und geht nach unten. Dann der Beckenboden anspannen, du machst Kraft, atmest aus, hältst die Spannung vom Beckenboden und dann beginnst du wieder von vorne. Das würde erstmal einfach so aussehen von der Atmung her. Einatmen, Beckenboden entspannen, Beckenboden anspannen, ausatmen, Bauch wird flach. Und jetzt assoziierst du diese Atmung mit den Übungen zusammen. Und die erste Übung, einatmen, Beckenboden anspannen zu halber Kraft und dann hochkommen. Und beim Runtergehen wieder einatmen. Beckenboden anspannen, ausatmen und hoch. Einatmen, Bauch wölbt sich vor und du kommst langsam runter. Beckenboden anspannen, Bauch wird flach und du gehst hoch. Wenn du auf die höchste Punkt bist, ist es wichtig, dass dein Beckenboden gut angespannt ist und dass dein Bauch so flach wie möglich ist. Einatmen und wieder runter. Und diese Übung solltest du 12 Mal wiederholen, mit dem Beckenboden beim Hochkommen nur mit halber Kraft anspannen und dann 2 Serien. Und dann gehen wir zu unserer zweiten Übung. Falls du dir noch unsicher bist, wie du deinen Beckenboden richtig anspannst, guck mal diesen Video an. Da habe ich dir gezeigt, wie du die Spannung genau aufbauen solltest. Und für die zweite Übung gehen wir in Vierfüßlerstand. Für die zweite Übung gehst du jetzt in Vierfüßlerstand, legst dann deinen Oberkörper ab
Kannst auch deinen Kopf, wenn du magst, auf deine Arme ablegen. Die Knie sind hüftbreit auseinander, deine Füße sind aufgestellt. Und genau wie davor, du atmest ein und dein Bauch geht runter, der Beckenboden entspannt sich. Beckenboden anspannen, ausatmen und dein Bauch wird flach. Einatmen, Bauch raus, Beckenboden entspannt sich. Ausatmen, zuerst den Beckenboden anspannen und der Bauch wird flach. Dadurch, dass dein Rumpf jetzt tiefer ist als dein Becken, bei den Ausatmen solltest du das Gefühl haben, dass dein Beckenboden sich dadurch besser anspannen kann und dass du den Organe vom Kleinbecken, das heißt Blase, Gebärmutter und auch den Darm, in dich hineinziehst. Einatmen, Bauch raus, Beckenboden entspannt sich. Beckenboden anspannen und der Bauch wird flach. Der Fokus von dieser Übung liegt nicht an der Lendenwirbelsäule. Diese soll sie womöglich nicht bewegen. Du spannst nur dein Beckenboden und deine Bauchmuskulatur an. Auch hier solltest du 2 Serien, jeweils 12 Wiederholungen machen. Und für die letzte Übung, da solltest du leicht in die Knie gehen. Deine Füße sind hüftbreit auseinander, deine Knie sind leicht gebeugt. Du beugst deinen Rumpf jetzt vorwärts. Deine Ellenbogen sollen nach außen zeigen. Und auch hier wieder vor, einatmen, Bauch entspannt sich, der Beckenboden wird locker. Ausatmen, Beckenboden anspannen und der Bauch wird flach. Ich zeige dir es nochmal auf der Seite. Die Idee mit der Ausatmung ist, dass du so eine Art von Sog entstehst. Und du baust die Spannung immer von dem Beckenboden nach oben zu der Bauchmuskulatur. Achte darauf, dass deine Wirbelsäule dabei immer gerader bleibt. Auch hier solltest du 2 Serien à12 Wiederholungen. Und der Fokus liegt immer bei der Ausatmen und die zusätzliche Anspannung von dem Beckenboden. Wenn du Interessen hast an weiteren Übungen zur Beckenbodengesundheit, abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Lieben Dank und bis nächsten Mal. Tschüss!